Hallo und herzlich willkommen mal wieder aus Dortmund von 9FF mit einem neuen Video unserer Technikreihe. Heute Thema Fahrzeugelektronik. Was hat sich da getan in den letzten Jahren? Wie kompliziert wird es? Was müssen wir da alles entwickeln? So eine kleine Übersicht, weil das inzwischen eins der wichtigsten Felder für uns ist, um Autos zu tunen, umzubauen, zu verändern und so weiter. Ich hole mal ganz weit aus. In alten Autos gab es ja im Prinzip Fahrzeugelektrik, aber gar keine Elektronik. Also so ein Käfer, der hatte ja keine Steuergeräte und kein gar nichts, sondern nur ein paar Kabel. Einen Motor auszubauen waren, weiß ich nicht, 4 oder 6 Kabel abschrauben und dann konnte man den Motor ausbauen. Heutzutage ist ja im Prinzip mehr Elektronik in so einem Auto drin als eigentlich noch Mechanik. Speziell Elektro, ist ja nur noch elektronisch. Aber auch bei den ganz normalen Verbrennungsmotorfahrzeugen ist es eben so, dass Elektronik, Steuergeräte, Vernetzung und so weiter extremst Einzug gehalten haben. Also alles, was auch so im täglichen Leben stattfindet, viel Elektronik ist im Auto ganz genauso inzwischen drin. So, und das macht uns eben zum Teil das Leben schwer. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir wollen da mal ein bisschen drüber aufklären, wie das so im Laufe der Zeit verändert hat, wo für uns die Probleme sind, wo aber auch die Herausforderungen sind und auch vielleicht der Spaß ist und die Möglichkeiten damit. Also, die ersten Autos mit elektronischem Motormanagement, das heißt also ein Computer, der alles gesteuert hat, war bei Porsche G-Modell 3.2er Carrera. Der hatte eine richtige Motronik drin. Gab zwar immer mal andere Versuche mit so ein bisschen Zusatzsteuergeräten oder sowas, aber nichts Wirkliches. Der hatte eine Motronik und konnte darüber die Einspritzanlage steuern mit ganz wenigen Kennfeldern, mit ganz wenigen Sensoren am Motor. Super einfach umzuprogrammieren, weil waren im Prinzip fast gar keine Daten drin. So, und das war auch ein alleinstehendes Steuergerät, also man hätte das jederzeit einfach durch ein Motorsportsteuergerät austauschen können. Keine Vernetzung mit irgendwas, ganz einfach. Ähnlich war es auch noch im 964 und im 993, da gab es noch keinen Datenbus und solche Sachen. Das heißt, die Dinger waren einfach verbunden über Kabel, ob es dann hinterher eine Wegfahrsperre noch zusätzlich war, die da drin war, um das Auto zu sichern. Aber ansonsten gab es da wenig Querverbindungen einzelner Steuergeräte. Schwieriger wurde es dann langsam mit dem 996. 996 Carrera zu Anfang noch nicht, der hatte noch ein simples Steuergerät, aber dann ab erster Modellpflege, als E-Gas reinkam, da wurde dann alles deutlich elektronischer. Also viel mehr Steuergeräte, die vernetzt wurden und naja, das hat uns beim Turbo, mit dem haben wir ja hauptsächlich gearbeitet, dann oft das Leben auch schon schwer gemacht, weil gerade wenn sowas ganz neu ist, gibt es natürlich auch wenig Spezialisten und auch noch nicht so viel Fachwissen im Hause, was man sich dann ja erst über Jahre erarbeiten muss. Und das bezieht sich dann nicht nur aufs Programmieren des Motors, sondern auch aufs Programmieren der Tiptronik oder wie lerne ich ein neues Steuergerät an das ganze Fahrzeug, wie verhält sich die ganze Verbindung Heizungssteuerung mit Radio, mit Motor und Tiptronik und warum fällt da die Bremse aus, wenn der Luftmassenmesser kaputt ist. Solche Sachen. Da mussten wir uns natürlich auch mal eine Zeit lang reindenken. Inzwischen sagen wir, Mensch, 996, was war das einfach? Jetzt sind wir schon beim 992, da ist alles extrem hoch komplex, aber kommen wir gleich zu. Ja, beim 996 war es eben noch so, da konnte man ganz einfach ein Motorsteuergerät, also nein, ich fange mal anders an. Wir bauen einen GT3 auf Biturbo-Motor um. Wie haben wir das gemacht? Motorsteuergerät GT3 raus, war vom Typ her identisch mit dem des Turbos, also im Prinzip ähnliche Bosch-Hardware da drin. Da konnten wir einfach ein 996 Turbo-Steuergerät reinstecken. Dann haben wir über Pivis das Ganze miteinander verknüpft mit Wegfahrsperre und allem drum und dran, die Codes übernommen und dann lief so ein Steuergerät vom 996 Turbo im 996 GT3. Und dann konnten wir einen Motor dazu einbauen und hatten ein voll funktionsfähiges Turbosteuergerät im GT3 mit allen Funktionen, Sicherheiten, Ladedruck, Temperaturen und so weiter. Also eigentlich eine relativ einfache Sache. Ging beim 997 auch noch, zumindest bei der ersten Serie. Wir haben ja auch sehr viele GT3s auf G-Turbo, also auf Biturbo umgebaut hier im Haus. Immer mit einem serienmäßigen Steuergerät aus dem 997 Turbo. Unter Beibehaltung der originalen Bremsanlage, der originalen Wegfahrsperre, Schlüsselsatz und so weiter. Funktionierte astrein. Schwieriger wurde es dann mit dem 992, 997.2.
Der hat ja dann den Direkteinspritzmotor bekommen und auch eine ganz neue Elektronik mit neuen Steuergeräten. Und da wurde es dann schon schwieriger. Ja, wir haben es dann nach einigen Versuchen dann natürlich auch irgendwann hinbekommen, da in ein 997.2 Carrera ein 997.1 Turbo Motorsteuergerät einzubauen, um dann auch den Motor da entsprechend umzubauen. Aber das hat schon ein bisschen länger gedauert. Ja, und mit 991 war es dann im Prinzip fast vorbei, weil da haben sich die Steuergeräte dann so stark unterschieden und der Pivis gab oft auch gar keine Kodierungssachen mehr her, dass eigentlich an Tausch schon gar nicht mehr zu denken war. Das ist auch eigentlich der Grund, weshalb wir so lange gebraucht haben, um in den 991 GT3 einen Turbomotor einzubauen. Weil, so wie wir es früher gemacht haben, einfach Steuergerät mitnehmen, passend zum Motor, um alle Funktionen zu haben, damit das astrein läuft. Es ging eben nicht mehr. Ja, und beim 992 ist es eben alles noch viel extremer. Da reicht schon, wenn man einen Heckflügel ausbaut, ohne das ganze System umzukodieren, fährt das Auto schon nicht mehr. Oder man klemmt die Batterie ab und hat vergessen, vorher aus dem Getriebe einen Gang rauszunehmen. Dann bleibt das Ding in Parken stehen. Man kriegt das nur mit Jackern transportiert. Da dreht sich gar nichts mehr, nur weil die Batterie abgeklemmt ist. Also alle Systeme sind komplett miteinander vernetzt per CAN-Bus. Und alle Systeme heißt, das sind dann nicht 2 Steuergeräte und nicht 5. Das sind zig Dutzend Steuergeräte. Im Cayenne war es, glaube ich, mal Rekord im allerersten. Da gab es 106 Steuergeräte, die alles im Fahrzeug geregelt haben, die alles miteinander verbunden waren via CAN-Bus. Eins fällt aus, nichts funktioniert mehr. Naja, also das war die elektronische Seite, die Vernetzung der ganzen Systeme. Was aber für uns eigentlich wichtiger ist sogar noch, weil es viel öfter auftritt, ist eben das Programmieren der ganzen Steuergeräte. Das heißt, Motor ist ja der Klassiker und natürlich auch die Getriebe. Was ganz wichtig ist, was viele nicht können und auch gar nicht machen, entweder aus nicht können oder nicht Interesse oder nicht wissen, keine Ahnung, weshalb auch immer. Für uns ist ja immer das Gesamtsystem wichtig und deshalb gehört da immer das Getriebe dazu. Hat begonnen damals mit der 996 Tiptronic, die lange Zeit echt schwierig zu knacken war, hat auch zig Jahre gedauert, obwohl es ein Mercedes-Steuergerät ist, aber hat leider die Schwierigkeit, dass der EEPROM, der da drin ist, dass der ein bisschen schwierig ist im Handling. Mit Löschen und Wiederbeschreiben. Also da braucht man diverse Zwischenschritte und muss da auch viel löten und machen und tun, ansonsten geht da gar nichts. Beim 997 ist es zum Glück einfacher und man hat auch mehr Möglichkeiten und es gibt auch mehr Daten. Deshalb haben wir uns da ja auch ja schon, ich würde mal sagen, ein bisschen darauf spezialisiert, Tiptronic. Einmal die Hardware-Seite und andersrum auch genauso die Programmierung des Ganzen. Wir können da im Prinzip alles drin ändern, ob es Übersetzungen sind, ob es Drehmoment-Maximalwerte sind, Schaltgeschwindigkeiten, Schaltdrehzahlen, auch schon in der Teillast die Schaltdrehzahlen. Unglaublich viele Sachen, die man da abändern kann, wodurch die Autos mit der ja sonst doch eher trägen Tiptronic astrein fahren. Also es gibt genug Kunden, die dann sagen, hör mal, PDK, so weit sind wir davon jetzt nicht mehr entfernt. Und genauso soll es ja auch sein, weil da macht es nämlich wieder Spaß. Mit einem schönen Lenkrad, mit Peddeln dran, dann fährt sich so ein Auto auch nicht wie eine S-Klasse, sondern wie ein Sportwagen mit Pedalshift. Ja, gleiche gilt genauso, wo wir schon beim Getriebe sind, natürlich auch für die ganzen Sachen 991, 992, bei denen wir nicht ganz so viel ändern können, aber unglaublich bessere Beschleunigungszeiten dadurch hinkriegen, weil wir die Schaltzeiten deutlich verkürzen können und wir können alles auf höhere Schaltdrehzahlen schreiben. Der Motor im 997 war noch so, der hatte im Turbo bei 6, knapp über 6, 6,5 seine höchste Leistung, danach ging es runter. Das heißt, es machte gar nicht viel Sinn, dass man jetzt die Schaltdrehzahl auf 8000 erhöhen würde, sage ich jetzt einfach mal, weil war sowieso keine Leistung mehr. Ist bei den neuen Autos anders. Die Leistung steigt immer weiter an bis zum Ende, bis höchste Drehzahl. Und wenn er bei 6,9 schaltet, ist es schade, weil bei 7,2 hat er mehr Leistung und ich bin echt schneller. So, und das können wir eben alles ändern. Wir können sagen, Automatik schaltet bei 7,2, Pedal Shift schaltet maximal Drehzahlbegrenzer 7,5. Können wir alles programmieren, 991, 992. Das gleiche, wann schaltet das Auto in der Teillast hoch? 991 Turbo ist ja so, dass die Autos in der Teillast sehr, sehr früh hochschalten.
noch manchmal schon ein bisschen anstrengend ist, dann ist man bei 45 im 6. Gang, orgelt da irgendwie bei 900.000 Umdrehungen durch die Gegend und Auto ist träge wie ein uralter Golf Diesel, macht ja eigentlich überhaupt gar keinen Spaß. Deshalb haben wir gesagt, da müssen wir auch dran, das können wir genauso ändern. Höhere Schaltdrehzahlen, schon in der Teillast, untere Teillast, mittlere Last, alles geändert, 991, 992. Ja, da waren eigentlich die Getriebe, aber richtig interessant wird es natürlich beim Motor, weil der geht eben am allermeisten. Beim Motor holt man eben die Leistung und wenn wir da riesen Umbauten machen, muss man natürlich auch massivst ans Steuergerät ran. Und zum Glück haben wir inzwischen alles 996, 997, 991 so weit im Griff, dass wir da wirklich alle Umbauten dran machen können. Ob es bei VTG-Autos Garrett-Lader sind, ob es von VarioCam Plus Umstellung auf VarioCam oder was ist noch kompliziert, Lambda-Sonden nach Karte rausprogrammieren für Extremumbauten. Es geht im Prinzip fast alles. Drehzahlen sowieso alles easy. Wir können im 997 PowerShift mit implementieren, mit rein programmieren, eine Launch Control, die funktioniert und so weiter und so weiter. Und jeweils immer auch für Tiptronic genauso wie für Handschalter. Übersetzungen kann man alles machen, was man will. Und natürlich alle Anpassungen, klar logisch, Nockenwellenverstellung, Einspritzung, Zündwinkel, Lambda-Werte, auch in Abhängigkeit von Zündwinkeln und so weiter und so weiter. Also die Möglichkeiten sind unglaublich groß. Und deshalb schaffen wir es, dass wir also hier Autos haben, die fahren 1400 PS, alltagstauglich, jeden Tag mit Seriensteuergerät, mit OBD-Fähigkeit, Fahrgestellnummer auslesen, allem drum und dran, mit Leistungsumschaltung, mit 8.500 Umdrehungen und PowerShift und allem drum und dran und alles mit dem originalen Turbosteuergerät. Ja, machen wir alles hier im Hause. Wir haben früher ganz viel außer Haus gegeben, aber inzwischen machen wir 90% der Programmierung hier im Hause. Nur wenn was ganz, ganz neu ist, dann haben wir zum Glück einen sehr guten Partner, mit dem wir das zusammen machen. Alles andere können wir zum Glück hier. Was auch in jedem Fall immer das Beste ist, weil mit einem Partner ist es dann meistens eine Standardprogrammierung. Es sei denn, der Kunde hat ganz viel Zeit und sagt, komm, wir geben den jetzt nochmal zum Prüfstand und es dauert nochmal 3 Tage. Wenn wir es hier im Hause machen, ist es so, das Auto kommt, wir machen ein Standardprogramm drauf, fahren das Ganze und fangen dann an abzuändern und zu optimieren. Also, der Kunde will einen Schub knallen zwischen 3000 und runter bis 1000, dann programmieren wir das. Der will nicht bei 7200 seinen Drehzahlbegrenzer haben, sondern nochmal 300 Umdrehungen höher, weil er sagt, die eine Kurve, da brauche ich noch ein paar hundert Umdrehungen mehr, auch wenn da vielleicht nicht so viel Leistung ist, passt aber viel besser. Dann machen wir das. Oder wenn er sagt, ich habe hier einen Lader mitgebracht, der ist ein bisschen größer, wollen wir mal gucken, was mit dem Ladedruck geht, dann passen wir das an und dann läuft das. Das geht relativ zügig. Wir haben ja unsere Testautobahnen hier ganz in der Nähe, können da drauf fahren, können ruckzuck umprogrammieren und haben dann immer ein ganz individuelles Ergebnis. Ja, und weil die Elektronik immer wichtiger wird in den Autos, die Programme werden immer größer, also als Beispiel 993 Turbo war ja auch schon Biturbo und im Prinzip alles drin mit Klopfregelung und Zündverstellung und so weiter. Das waren mal ein paar hundert Kennfelder. Ja, das war also jetzt nicht wirklich die Welt, das war wie in so einem Motorsportsteuergerät im Prinzip, im Cybex. Das sind keine 1000 Kennfelder, da kann man einen Motor gut mit regeln, auch top mit regeln sogar. Aber wie das immer so ist, die Ingenieure sind natürlich gerade in den großen Werken ganz schlau und sagen, ja, ein paar hundert Kennfelder sind gut, ein paar tausend sind bestimmt besser. Jetzt brauchen wir mal die nächste Generation, die haben schon deutlich über 1000 Kennfelder. Ja, und die nächste hatte dann auch mal 8000 Kennfelder und inzwischen sind wir bei über 25.000 Kennfelder. Ob es dadurch unbedingt besser fährt, das Auto? Tja, wahrscheinlich schon. Aber natürlich kann man sich dann auch vorstellen, wie das sich rauf multipliziert hat, die Kennfelder, Kennfeldanzahl und Möglichkeiten des Umprogrammierens, wie kompliziert das Ganze dann geworden ist. Ja, und wie viele Möglichkeiten man hat. Ja, man hat früher mal angefangen, da hat man ein Zündkennfeld gehabt, dann hat man irgendwann 4 Zündkennfelder gehabt, dann gab es noch 4 Korrekturkennfelder, dann kamen noch diverse andere Korrekturkennfelder. Ja, und ich glaube, gipfelt hat das Ganze, meine ich, im 991.1, bin mir nicht ganz sicher, mit über 30 Zündkennfeldern. Für allen möglichen Zick und Zack und Nockenwelle auf und zu und früh und spät und warm und kalt und Kattheizen und nicht und dieses und jenes. Und wenn wir uns vernünftig machen will, muss man alle anpassen, sonst funktioniert es nicht.
Und das heißt also, der Arbeitsaufwand für ganze Elektronik und Entwicklung hat extremst zugenommen. Speziell bis das erste Auto geknackt ist. Geknackt, weil Daten gibt es ja nirgendwo her. Das heißt, man braucht da Leute mit ganz viel Erfahrung und die Kennfelder erkennen können, die viel Erfahrung haben, auch mit anderen Autos, um zu erkennen, okay, das ist das, das ist das, das ist das, ist es das auch wirklich. Und eben auch von Bosch, Siemens, Conti vielleicht noch ein paar Infos haben. Ansonsten ist man hoffnungslos verloren und findet in einem ganz neuen Steuergerät gar nichts. Oft ist es so, dass man die Daten nicht mehr lesen kann, weil man gar nicht weiß, wie das Ganze überhaupt zusammenhängt, wie es aufgebaut ist, wo ist mein Bootpin oder wo sind meine Kontakte, um das Ganze überhaupt auslesen zu können. Ja. Und irgendwann sind sie dann geknackt, dann begeben sich alle da dran, wir natürlich auch, immer in der Hoffnung, dass man das beste Programm hinterher geschrieben hat und die meisten tollen Sachen gefunden hat und vor allen Dingen auch die meisten tollen Sachen, die entsprechenden Einfluss auf die Leistung haben. Ja, und ich glaube, bei uns einziger ganz großer Unterschied ist, dass wir 90% der Softwareentwicklung nicht auf dem Prüfstand machen, so wie es ja eigentlich die meisten anderen machen. Ist natürlich am angenehmsten und einfachsten, weil man braucht nicht aufs Wetter zu achten, man braucht nicht auf die Verkehrslage zu achten, es geht am schnellsten. Aber ich bin immer der Meinung, das Auto wird hinterher auf der Straße bewegt und deshalb muss die Abstimmung auf der Straße erfolgen und nicht nur hinter eine Endkontrolle. Kann man natürlich machen, aber reicht mir nicht. Das Auto muss auf der Straße bewegt werden, damit ich jeden Betriebszustand auf der Straße erfassen kann und entsprechend auch umprogrammieren kann. Weil dann nützt mir ja nichts. Ich fahre auf dem Leerlauf, auf dem Prüfstand, lasse den im Leerlauf laufen. Alles ist toll. Schalte einmal kurz den zweiten Gang, schalte den fünften Gang und fahre meine Volllast-Kennlinie ab. Dann habe ich eine astreine Volllast, alles super toll. Und was ist alles dazwischen? Was ist beim Schaltvorgang auf der Autobahn? Schnelles Schalten, langsames Schalten, Powershift. Was ist mit Übergangsverhalten? Ich fahre langsam, will dann schneller fahren, will wieder langsamer fahren und so weiter und so weiter. Es gibt ja 100 Sachen, die könnte ich auf dem Prüfstand machen, habe ich aber noch nicht gesehen. Und vor allen Dingen, auf der Straße bewegt sich das Auto. Ich merke, wie reagiert das bei getretener Kupplung, anderes Kennfeld, anderes Gemisch. Wie ist das beim Einkuppeln? Wie fährt es los? Wie fährt es insgesamt überhaupt? Wie fährt es ganz langsam? Wie fährt es im Schubbetrieb? Ruckelt es nicht? Auf dem Prüfstand merke ich nichts vom Ruckeln, weil das Auto fährt ja nicht. Da merke ich zwar, dass der Motor vielleicht ein bisschen unruhig läuft, wenn ich es überhaupt merke. Oder ich habe so ein unglaubliches Ruckeln, dass das ganze Auto in Bewegung kommt. Aber dieses ganze feinfühlige, sanfte, was ich so unter Komfortverhalten verstehe, was für mich 90% der Arbeit sind bei so einer Abstimmung, das ist auf dem Prüfstand, glaube ich, nicht 100% zu simulieren, deshalb machen wir es auf der Straße. Und ich glaube, das ist einer der Punkte oder einer der Gründe, warum unsere Autos hinterher dann auch so gut fahren. Und man normalerweise, ist natürlich auch immer ein bisschen fahrerabhängig, wenn ich damit jetzt ganz viel fahre und meine, ich bin fertig, dann probieren wir immer, dass sich nochmal 2, 3 andere Mitarbeiter aus der Firma ins Auto setzen und auch fahren und ihre Erfahrungen dann damit berichten. Weil jeder fährt anders, jeder kuppelt anders ein, jeder tritt vielleicht anders lange die Kupplung oder bewegt den Ganghebel früher oder später im Verhältnis zur getretenen Kupplung und geht früher, später wieder aufs Gas. Also man braucht da schon möglichst viele unterschiedliche Fahrer auch drauf, um dann hinterher ein Top-Ergebnis zu haben. Naja, wie gesagt, das ist eben unsere Philosophie zu der ganzen Sache. Es muss richtig Power haben, es muss richtig Spaß machen. Schubknallen, wer will, für die ganz abgefahrenen und für Events Flammen aus dem Auspuff oder Powershift, um einfach eine super Zeit hinzulegen. Das heißt also Flatshift mit getretenem Gaspedal, Kupplung betätigen, ohne dass der Motor überdreht und den nächsten Gang einlegen und so weiter, was eben alles dazugehört. Oder bei jedem Schaltvorgang ein leichter Knall aus dem Auspuff und so weiter. Also alles Sachen, die richtig Laune machen beim Fahren, die man eben programmieren muss und kann, wenn man es kann. Und da arbeiten wir eben dran. In Zusammenhang oder wie soll ich sagen, in Diskussion und im Austausch mit dem Kunden, der uns genau sagen kann, oder wir ihm sagen, das ist die Liste, das können wir, was willst du davon haben? Und dann kriegt er sein individuelles Programm. Und das macht Spaß, weil dann weiß ich, den Leuten gefällt ihr Auto, die haben auch Spaß dran. Oft kriegen wir dann E-Mails oder rufen nochmal wieder an oder sind zur Inspektion hier und berichten und sagen, Mensch, hier, das war klasse, astrein, richtig Laune gemacht.
Oder sagen, mit dem Schubknallen zwischen 3000 und 1000 ist gut, aber schreibt doch nochmal auf 4000 rauf. Ja, dann machen wir das, dann knallt es eben ein bisschen länger. Auch wunderbar. Was schade ist, weil man zum Teil mit Motorsportsteuergeräten eben viel mehr machen kann. Den einen Tag mit 98 Oktan, ich fahre den nächsten Tag mit 102 Oktan. Man fährt damit bis zu 12 unterschiedliche Leistungsstufen, ja, und habe eine Top-Messung 100 auf 200, die ich immer astrein reproduzieren kann. Und ich habe eben den kompletten Drehmoment und Leistungsverlauf des Motors dabei. Und die Versuchung ist eben groß. Man kann ganz viel machen, muss aber immer im Hinterkopf haben, vielleicht kann der Motor doch nicht so viel. Und dazu muss man eben beide Seiten gut kennen. Man muss die Elektronik kennen und man muss den Motor an sich kennen.